Es gibt dieses negative Gesamturteil, dass Parteien ihre Versprechen nicht so gut halten. Wenn man die Leute aber ganz konkret nach einzelnen Versprechen fragt, dann zeigt sich, dass sie sehr viel positiver und sehr viel akkurater in ihrer Einschätzung sind. Und die Frage ist, warum übersetzt sich das eigentlich nicht in ein positives Gesamtbild? Also dieses Bild davon, dass Parteien das Blaue vom Himmel versprechen, ist sehr, sehr tief verankert. Und das birgt natürlich dann auch eine Gefahr. Gerade wenn Parteien, also oft populistische Parteien mit relativ einfachen Antworten auf sehr komplexe Phänomene ins Bild kommen, auf dieses negative Bild noch eingehen und das auch stärken und mit dem Finger auf die etablierten Parteien zeigen und sagen, ja, die halten ihre Versprechen nicht, die versprechen nur das Blaue vom Himmel, dann ist das schon eine große Gefahr für die Demokratie. Also was ist eigentlich der Fall? Setzen denn Parteien ihre Wahlversprechen um oder nicht? Wissen wir aus international vergleichenden Studien, dass es im Schnitt 60% sind, also deutlich über der Hälfte. Es gibt aber natürlich noch eine Varianz, also Differenzen zwischen den Parteien, wie gut sie das können. Und ein wichtiger Erklärungsfaktor ist dafür eben, ob Parteien in einer Einparteienregierung sind, wie das in der Regel für Großbritannien der Fall ist. Jetzt mal die aktuelle Regierung ausgenommen. Normalerweise kommt eine Partei, kriegt die Mehrheit im Parlament und dann kann sie auch die Regierung stellen. Wie es bei uns in Deutschland der Fall ist, müssen Parteien in Koalition gehen. Das heißt, da ist es automatisch vorprogrammiert, dass nicht 1:1 alle Wahlversprechen umgesetzt werden können. Wir haben untersucht, ob sich die Union und die SPD, die ja gerade oft diesem Vorwurf ausgesetzt sind, sich inhaltlich nicht mehr zu unterscheiden, wie nah die beiden sich sind. Dazu haben wir eine Analyse auf Grundlage der Wahlprogramme durchgeführt. Von 2017 war das letzte, zurückgehend bis in die 90er Jahre. Und was sich dort zeigt, ist, ja, die beiden Parteien unterscheiden sich inhaltlich. Also sie bieten unterschiedliche Positionen an. Aber es gibt parallele Verschiebungen. Also beide Parteien haben sich in den letzten Jahren eher einer linken Thematik zugewandt. Und dadurch entsteht dann schon der Eindruck, dass eine Lücke entstanden ist oder zumindest eine Angebotsnische. Also da, wo gerade die CDU vorher war, ist eine Lücke entstanden. Und das macht es dann natürlich auch leichter, dass es neue Parteien gibt, die diese Angebote bereitstellen und in diese Nische reingehen. Also natürlich die größere Frage, die hinter der Forschung auch steht, ist, wie steht es eigentlich um die Demokratie? Und was wir da herausgefunden haben, ist, dass Parteien besser als ihr Ruf sind, offensichtlich. Also Parteien halten sich an ihre Versprechen, sie unterscheiden sich auch. Aber dennoch, das können wir auch zeigen, gibt es ein paar Warnsignale, die schon ernst genommen werden sollten.